Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Schön, dass du da bist. Hallo auch von meiner Seite. Wir schauen uns heute mal den deutschen Alltag genauer an. Also, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag aus? Sagen wir in der Schule oder bei der Arbeit? Gute Frage. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Genau, und deshalb haben wir uns zwei Beispiele rausgepickt, quasi zwei Momentaufnahmen. Einmal begleiten wir Lea, die ist 16 und Schülerin in Köln. Okay. Und dann schauen wir uns Jonas an. Der arbeitet als Elektriker. Und dazu gibt's noch ein paar allgemeine Beobachtungen zum Thema aus unseren Quellen. Verstehe. Also Lea und Jonas als Fallbeispiele sozusagen. Richtig. Unser Ziel für dich ist heute, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie solche Tage strukturiert sind, was da vielleicht wichtig ist in Deutschland. Und wir wollen dir auch ein paar nützliche deutsche Sätze mitgeben. Mal praktisch. Ja, Sätze, mit denen du dann über deinen eigenen Alltag sprechen kannst. Das ist besonders gut, wenn du gerade Deutsch lernst, so auf dem Niveau A2 oder B1 vielleicht. Okay, super. Eine kleine Alltagsreise also. Genau. Okay, lass uns das mal genauer anschauen. Fangen wir mit Lea an. Sie ist 16, geht auf eine Gesamtschule in Köln. So steht's in der Quelle. Und die Schule wird beschrieben als groß, modern, mit vielen hellen Klassezimmern. Klingt ja erstmal ganz nett, oder? Ja, das klingt nach einer angenehmen Atmosphäre. Groß, modern, hell. Das weckt positive Assoziationen. Und Gesamtschule. Das ist vielleicht wichtig, kurz einzuordnen. Ja, bitte. Naja, das ist im deutschen System eine Schulform, die versucht, verschiedene Bildungswege länger gemeinsam zu führen. Also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, alles unter einem Dach oder zumindest integriert. Das erklärt auch, warum sie oft groß sind. Da sind halt viele Schüler zusammen. Ah, verstehe. Das gibt Kontext. Und Leas Woche, die hat einen klaren Rhythmus. Montag bis Freitag Unterricht, meistens von 8 Uhr morgens bis so 2:30 nachmittags. Klassische Schulzeiten, ja. Die Quelle nennt auch Beispielfächer für Montag. Mathe, Deutsch, Englisch, Sport. Puh, klingt nach einem vollen Vormittag. Das ist es meistens auch. Diese Taktung von 8 bis früher Nachmittag, das ist schon sehr typisch. Und die Fächerkombi, Kernfächer, Fremdsprache, Sport, das zeigt so den breiten Anspruch. Nicht nur Wissen, auch anderes. Und Lea, die hat natürlich Lieblingsfächer und auch welche, die sie nicht so mag. Kennt man ja. Ihr Lieblingsfach ist Kunst. Sie zeichnet nämlich gern, steht da. Nett. Ja, macht sie irgendwie greifbar, finde ich. Bio mag sie auch, aber bei Mathe, da sagt sie, finde ich manchmal schwierig. Ja, das Gefühl kennen sicher viele, dass einem einfach halt nicht so liegt. Absolut. Aber interessant ist ja, wie es gesagt wird. Als so eine persönliche Herausforderung in diesem strukturierten System. Es geht halt nicht nur ums Lernen, sondern auch darum, wie man mit Stärken und Schwächen klarkommt. Und die Lehrer, was sagt sie dazu? Ah ja, die Lehrer. Die sind laut Quelle meistens nett. Aber dann kommt der Nachsatz. Wir müssen viel lernen. Ah, der ist interessant. Wir müssen viel lernen. Ja, der ist mir auch aufgefallen. Klingt schon nach einer gewissen Erwartungshaltung, oder? Vielleicht auch Druck? Könnte man so sehen, ja. Es betont halt, dass Schule hier vor allem als Ort des Lernens und ja auch der Anstrengung gesehen wird. Auch wenn es Pausen gibt, klar. Der Fokus liegt auf dem Stoff, die netten Lehrer sind gut, aber die Anforderung bleibt. Das sagt schon was aus. Und die Pausen, die sind ja auch wichtig. Da trifft Lea ihre Freunde im Schulhof. Die Quelle sagt, sie reden, lachen, essen zusammen. Klingt nach dem nötigen Ausgleich. Genau, das ist der soziale Kit sozusagen. Freundschaften, Austausch, mal durchatmen, das ist der Kontrapunkt zum Unterricht.
Aber selbst die Pause ist ja ein Plan drin, ein fester Block. Stimmt. Alles hat seine Zeit. Das unterstreicht nochmal diese Struktur im ganzen Tag. Okay, halten wir bei Lea mal fest. Sehr strukturierter Tag, fester Stundenplan, klare Zeiten, verschiedene Fächer, mal leichter, mal schwerer. Das Gefühl, viel leisten zu müssen, aber eben auch wichtige soziale Momente in den Pausen. Gut zusammengefasst? Gut. Dann wechseln wir mal die Perspektive zu Jonas. Er arbeitet als Elektriker in einer kleinen Firma. Wie sieht sein Alltag aus? Ja, der Kontrast ist spannend. Jonas fängt auch früh an, um 7 morgens laut Quelle, aber der Start ist anders. Nicht direkt loslegen, sondern erstmal Kaffee mit den Kollegen und Tagesplanung. Oh, das ist interessant. Also nicht sofort rein in die Arbeit, sondern dieses soziale, organisatorische Element zuerst. Kaffee und Plan. Was sagt uns das über die Arbeitskultur da? Naja, es deutet darauf hin, dass Teamabstimmung wichtig ist. Und vielleicht auch ein gemeinsamer, lockerer Start in den Tag. Gerade im Handwerk muss man ja oft koordinieren. Wer fährt wohin, wer braucht was. Da ist so eine Besprechung am Morgen Gold wert. Logisch. Und was macht Jonas dann so typischerweise? Die Quelle nennt, elektrische Anlagen reparieren, Lampen oder Steckdosen installieren. So das klassische Elektrikerprogramm halt. Genau. Und wie erlebt er das? Er sagt, die Arbeit ist oft anstrengend. Aber, und das ist der Punkt, auch interessant und abwechslungsreich. Er sagt sogar, kein Tag ist gleich. Hier wird's wirklich interessant, finde ich. Dieser Mix. Ja, dieser Kontrast ist wichtig. Anstrengend, klar. Körperliche Arbeit, Leitungen ziehen, auf Leitern stehen, vielleicht auch mal bei Wind und Wetter. Aber interessant und abwechslungsreich heißt ja, es ist nicht stumpf. Immer neue Probleme, neue Orte. Das scheint ihm zu gefallen. Eine Herausforderung, aber eine, die anspornt. Und die Abwechslung kommt auch durch die Orte, die genannt werden. Mal draußen auf Baustellen, mal drin in Wohnungen. Das ist sicher ein Riesenunterschied zu Leas Tag im Schulgebäude. Absolut. Diese Mobilität, dieses sich immer wieder auf neue Situationen einstellen, das ist typisch für viele Handwerksberufe. Das braucht Flexibilität, klar. Und hier können wir vielleicht kurz was erklären. Jonas' Beruf ist ein typisches Beispiel für eine Tätigkeit nach einer dualen Ausbildung in Deutschland. Kennst du das? Erzähl mal kurz. Naja, dual heißt zweigleisig. Man lernt den Beruf praktisch im Betrieb, also so wie Jonas in seiner Firma, und parallel geht man zur Berufsschule für die Theorie. Mal blockweise, mal an festen Tagen pro Woche. Ah, okay. Praxis und Theorie verbunden. Genau. Und so werden halt viele Fachkräfte ausgebildet. Elektriker, Tischler, Bäcker, Mechatroniker. Ganz viele. Das ist ein wichtiger Pfeiler des deutschen Systems. Gut zu wissen, danke. Zurück zu Jonas. Neben der Abwechslung scheint ihm ja auch das Team wichtig zu sein. Er hat nette Kollegen und sie helfen sich gegenseitig. Das klingt doch gut. Ja, das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Gerade wenn es anstrengend wird, wie er sagt. Ein gutes Team, wo man sich aufeinander verlassen kann, das macht unglaublich viel aus. Das wird ja extra erwähnt, also ist es ihm wohl wirklich wichtig. Kann ich mir vorstellen. Und dann gibt's noch so einen kleinen Bonus, freitags früher Feierabend. Jonas sagt dazu, das finde ich super. Kann man nachvollziehen, oder? Absolut. Das ist ja auch in vielen Betrieben so üblich. So eine kleine Belohnung für die Woche, der Start ins Wochenende, gehört auch zum Rhythmus dazu. Okay, wenn wir jetzt mal Leas und Jonas' Tage nebeneinander legen. Beide haben klare Strukturen, oder? Fester Start, Abläufe. Ja, das auf jeden Fall.
Aber die Art der Struktur ist doch unterschiedlich, finde ich. Wie meinst du das? Naja, bei Lea ist die Struktur sehr stark von außen vorgegeben. Stundenplan, Fächer, Zeiten, alles fix. Der Ort ist meist das Klassenzimmer. Bei Jonas gibt's auch einen Rahmen, Anfang, Ende, Pausen. Aber innerhalb dieses Rahmens scheint er mehr Flexibilität zu haben. Andere Aufgaben, andere Orte. Ah, verstehe. Seine Struktur ist eher wie ein Gerüst, das er füllt. Genau, so könnte man es sagen. Das spiegelt vielleicht auch die unterschiedlichen Anforderungen wider. Standardisierte Bildung bei Lea, flexible Problemlösung bei Jonas im Job. Das ist eine gute Gegenüberstellung. Was wir also aus beiden Beispielen ziehen können. Ein strukturierter Tagesablauf, so ein fester Plan, das scheint in Deutschland echt eine große Rolle zu spielen. Egal ob Schule oder Arbeit. Ja, die Quellen nennen ja auch diese Fixpunkte. Anfangen, Pause machen, Feierabend. Das gibt Halt und Orientierung. Und schafft Verlässlichkeit, oder? Für einen selbst, aber auch für die anderen. Genau. Planbarkeit. Ohne gemeinsame Zeitstrukturen wäre es ja schwierig, sich zu koordinieren. Und eng damit verbunden ist ja dieses andere Stichwort, das die Quelle als typisch deutsch nennt, Pünktlichkeit. Ah ja, der Klassiker. Das steht klipp und klar. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig. Beispiele: Unterricht um 8, Meeting um 9, sei rechtzeitig da. Warum eigentlich dieser hohe Stellenwert? Was denkst du, was steckt dahinter? Die Quelle sagt's nicht direkt. Tja, gute Frage. Ich denke, da kommen mehrere Sachen zusammen. Einerseits sicher Effizienz. Wenn alle pünktlich sind, läuft's einfach besser. Keine Wartezeiten, keine Störungen. Weder bei Lea im Unterricht noch bei Jonas morgens bei der Planung. Okay, Effizienz. Logisch. Andererseits, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, ist es oft auch eine Frage von Respekt. Respekt vor der Zeit der anderen und Respekt vor der Abmachung, die man getroffen hat. Stimmt. Wenn einer immer zu spät kommt, fühlt man sich ja auch irgendwie nicht wertgeschätzt, oder? So als wäre die eigene Zeit nichts wert. Genau diese Botschaft schwingt damit. Pünktlichkeit signalisiert Verlässlichkeit, schafft Vertrauen. Dadurch funktionieren Pläne erst richtig. Und diese Erwartung, die ist in Deutschland schon ziemlich stark verankert, wie die Quelle ja sagt. Natürlich gibt's immer Ausnahmen, aber als Grundregel schon. So ein ungeschriebenes Gesetz im Alltag. Verstehe. Also Verletzlichkeit, Zeitmanagement, Respekt vor der Zeit anderer, das sind so die Werte dahinter. Wichtig, um den deutschen Alltag zu verstehen. Absolut. Und weil wir ja wollen, dass du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nicht nur verstehst, sondern auch selbst was davon hast, kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Die Sätze. Genau. Wir haben ein paar nützliche Sätze gesammelt, direkt aus den Quellen oder so ähnlich. Super, wenn du gerade Deutsch lernst, so Niveau A2, B1 und über deinen Alltag sprechen willst. Sieh sie als Bausteine, ja? Kannst du anpassen und für dich nutzen. Fangen wir mal mit Sätzen für die Schule an, so wie bei Lea. Okay. Über dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist. Und dann das Fach. Mein Lieblingsfach ist Deutsch oder Sport oder wie Lea, Kunst. Einfach einsetzen. Deine Unterrichtszeiten. Ich habe Unterricht von 8 Uhr bis 14.30 Uhr. Oder vielleicht, mein Kurs ist von 18 Uhr bis 20 Uhr. Zeiten anpassen. Logisch. Und für die Pause. In der Pause treffe ich meine Freunde. Oder in der Pause esse ich was. Oder in der Pause lerne ich Vokabeln. Was man halt so macht. Das sind so die Basics, ne? Klare, einfache Sätze, aber man transportiert die wichtigsten Infos. Gut für A2, B1. Genau. Und jetzt zur Arbeit. Inspiriert von Jonas. Ja, bitte. Deinen Beruf nennen. Ich arbeite als. Und dann den Beruf. Ich arbeite als Elektriker. Oder als Kellnerin. Als Ingenieur. Als Pflegefachmann. Oder wenn du noch lernst,
ich mache eine Ausbildung als. Auch wieder einfach anpassen. Deine Arbeitszeiten. Ich beginne um 7 Uhr und höre um 16 Uhr auf. Oder ich arbeite von 9 bis 5. Also von 9 bis 17 Uhr. Zeiten wieder anpassen. Mhm. Der Arbeitsort. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite in einem Restaurant, im Krankenhaus oder wie Jonas, auf der Baustelle. Vielleicht ja auch, ich arbeite von zu Hause. Wichtig zu wissen, wo jemand arbeitet. Und übers Team. Hoffentlich was Nettes, wie bei Jonas. Ich habe nette Kollegen. Oder ich arbeite gern im Team. Ja, auch das gehört dazu. Also wieder die Kerninfos. Wer bist du? Wann? Wo? Wie ist das Umfeld? Perfekt für so erste Gespräche über die Arbeit auf Deutsch. Und die Muster sind ja wieder recht einfach. Genau. Also, sieh die Sätze wirklich als deine Bausteine. Nimm sie, pass sie an, misch sie und erzähl von deinem Tag auf Deutsch. Vielleicht probierst du es nachher direkt mal aus. Überleg mal, welcher Satz passt für dich? Wie würdest du den formulieren? Das ist eine super Übung. Auf jeden Fall. So, damit sind wir schon fast am Ende unserer kleinen Reise durch den deutschen Schul- und Arbeitsalltag für heute. Ging schnell. Ja, wir haben Leas strukturierten Schultag gesehen mit festen Zeiten und dem Gefühl, viel lernen zu müssen. Mhm. Und Jonas' Arbeitstag als Elektriker auch strukturiert, aber mit mehr Abwechslung, Anstrengung und Teamgeist. Genau. Wir haben gemerkt, wie wichtig Struktur und Pünktlichkeit sind, als Zeichen für Effizienz und Respekt. Und du hast hoffentlich ein paar praktische Sprachbausteine bekommen. Danke, dass du bei dieser Erkundung dabei warst. Ja, danke auch von mir. Was mich jetzt aber noch beschäftigt, und vielleicht regt dich das ja auch zum Weiterdenken an. Oh, spannend. Was denn? Naja, 2 Gedanken. Erstens, Lea und Jonas haben ja beide ziemlich fest strukturierte Tage. Stundenplan, Arbeitszeiten. Wie ist das eigentlich bei Leuten in Deutschland, deren Tage nicht so durchgeplant sind? Ich denke da an Selbstständige, Künstler, Freiberuflerinnen. Oder Leute in Elternzeit, im Ruhestand. Genau. Wie organisieren die ihren Tag? Ist Struktur da vielleicht weniger wichtig? Oder finden die andere Formen von Struktur? Das geben unsere Beispiele jetzt nicht her, aber die Frage finde ich interessant. Stimmt. Gute Frage. Und der zweite Gedanke? Der knüpft an Leas Matheproblem und Jonas anstrengende Arbeit an. Beide Beispiele zeigen ja nicht nur die Struktur, sondern auch, dass es darin Herausforderungen gibt. Ja klar, das Leben ist ja kein Ponyhof, eben. Und da frage ich mich, wie gehen Menschen in solchen geregelten Abläufen typischerweise mit Schwierigkeiten um? Mit Frust, mit nachlassender Motivation? Welche Strategien gibt es da vielleicht im Schul- oder Arbeitsalltag, die vielleicht auch typisch sein könnten? Die Quellen deuten ja nur an, nette Lehrer, nette Kollegen als Puffer. Richtig. Aber der Umgang mit den Hürden innerhalb der Struktur, das bleibt eigentlich offen. Das zeigt ja auch, dass hinter jedem Plan immer noch ein Mensch mit seinem Erleben steckt. Absolut. Das sind echt gute Punkte zum Weiterdenken. Die zeigen, dass hinter so Alltagsbeschreibungen noch viel mehr steckt. Definitiv. Aber für den Moment hoffen wir, dass dir die Einblicke in Lias und Jonas Tag und vor allem die Sätze geholfen haben, ein besseres Bild vom deutschen Alltag zu bekommen. Vielleicht nutzt du die Sätze ja wirklich mal. Tausch dich mit jemandem über deinen Tag auf Deutsch aus. Das wäre doch super. Ja, das wäre ein schöner nächster Schritt. Wir sagen Tschüss für heute. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis bald.